Projektgruppe Ravensbrück, liebe Freundinnen, liebe Kameradinnen. Wir sind sehr froh, dass es jetzt dieses Gedenkzeichen für die Frauen gibt, die zur Sexarbeit in den Konzentrationslagern gezwungen wurden. Endlich erfahren die Frauen Anerkennung und Gedenken, endlich bekommt auch ihr Leiden einen Platz in der Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen. Für die Initiative und Realisierung dieses Gedenkzeichens danken wir euch, der Projektgruppe Ravensbrück, von ganzem Herzen. Erst Ende der 80er Jahre, also fast 45 Jahre nach der Befreiung, gab es Entschädigungszahlungen für Menschen, die als sogenannt asozial verfolgt wurden. Dies galt auch für die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisten mussten und überwiegend in diese Kategorie gezwungen wurden. Erst ab Mitte der 90er Jahre wurde in den KZ-Gedenkstätten die sogenannten Häftlingsbordelle thematisiert. Das Verschweigen der Häftlingsbordelle davor hatte die Tabuisierung und Stigmatisierung von Sexzwangsarbeit zum Ziel. Die Frauen, die in den Bordellen arbeiten mussten, standen jahrzehntelang unter massivem Rechtfertigungsdruck und wurden nicht als Opfer angesehen. Ganz im Gegenteil wurden ihnen Freiwilligkeit und eigenes Verschulden zugeschrieben. Wen wundert es also, wenn diese Frauen nicht über ihre Geschichte und ihr Leiden erzählten? Auch in der Lagergemeinschaft Ravensbrück-Freundeskreis wurden Frauen, die zur Sexarbeit gezwungen wurden, über viele Jahre nicht anerkannt und diskriminiert. Nach einer langen, schmerzhaften Auseinandersetzung hat die Lagergemeinschaft aber auch die als sogenannt asozial verfolgten Menschen als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Ein wichtiger Schritt war darin die Jahrestagung 2014, die von der Projektgruppe aus Bielefeld, also euch, zu diesem Thema vorbereitet wurde und bei der über diese Fragen gesprochen werden konnte. Für diese hartnäckig und respektvoll über viele Jahre gesetzten Impulse danken wir euch ganz herzlich. Eure Gruppe, eure Ideen und euer praktischer Antifaschismus sind eine Bereicherung für die Lagergemeinschaft Ravensbrück-Freundeskreis. Und es gibt auch weiterhin noch viel gemeinsam zu tun. Zu antifaschistischer Arbeit gehört, immer wieder auf die Kontinuitäten von Ausgrenzung und Stigmatisierung hinzuweisen und die Augen dafür offen zu halten. Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Erinnern heißt handeln. In Gedenkstätten an Orten staatlicher Gewaltverbrechen hat es lange Zeit kein Gedenkzeichen, keine Hinweise auf die Gruppe der Frauen gegeben, die zur Prostitution in den Konzentrationslagern gezwungen worden sind. Das Thema, schon in der NS-Zeit geheim gehalten, sollte auch nach 1945 nicht öffentlich bekannt werden. Übrigens nicht zuletzt auf Betreiben ehemaliger Häftlinge, die ihren Ruf als Widerstandskämpferinnen durch das Phänomen der Zwangsprostitution gefährdet sahen. In Ravensbrück brauchte es genau 67 Jahre, bis eine Projektgruppe aus Bielefeld kam, um am Jahrestag der Befreiung des Lagers im April 2002 ein Blumengesteck am Fuß der Tragenden niederzulegen. Ein Blumengesteck zur Erinnerung an die Frauen, die Zwangsarbeit in den Bordellkommandos geleistet haben. Mit stiller Beharrlichkeit kehrte diese Gruppe auch in den folgenden Jahren zurück und wiederholte die Ehrung bis heute. Die Gedenkstätte reagierte auf die beginnende Enttabuisierung des Themas mit einer ersten Ausstellung 2006, die nicht einfach zu realisieren war, da die Zwangsprostitution von Frauen in Lagern mittlerweile zu den großen Faszinationsgeschichten der internationalen Popular Culture gehört, wollten wir entsprechende voyeuristische Interessen nicht mit Bildern bedienen. Mit der Projektgruppe aus Bielefeld gab es, ich glaube 2010, erste Gespräche mit Behutsamkeit, Ausdauer und Sensibilität,
arbeitete diese Gruppe an der Idee, eines Tages ein dauerhaftes Zeichen des Gedenkens für die Zwangsprostituierten in Ravensbrück zu setzen. Sie nahm Kontakt auf zur Deutschen Lagergemeinschaft, in der das Thema unter den Überlebenden noch Jahre zuvor umstritten war. Sie trug ihre Ideen dort vor, beauftragte die Künstlerinnen Roswitha Baumeister und Karin Kröll mit einem Gestaltungsentwurf und beantragte schließlich die Setzung des Zeichens bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, deren Gremien den Entwurf wie auch die Widmung wohlwollend diskutierte und positiv beschied. Heute ist nun der Tag, an dem diese lange Geschichte mit der Setzung des Gedenkzeichens zu ihrem Ende kommt. Die Gedenkstätte wird durch dieses aus transluzenten Glasobjekten bestehende Zeichen bereichert. Führt es doch deutlich vor Augen, dass zu der großen und sehr diversen Gruppe der Ravensbrücker Häftlinge auch die über Jahrzehnte so überaus marginalisierte Gruppe der Zwangsprostituierten gehört. Die Erinnerung an die NS-Verbrechen kann und darf eben nie allein die Aufgabe staatlich finanzierter öffentlicher Einrichtungen wie Gedenkstätten sein. Es bedarf des Engagements aus der Gesellschaft einzelner Initiativen, die es nie leicht haben, ohne gesicherte Finanzierung ihre Ideen zu realisieren. Ich gratuliere der Projektgruppe aus Bielefeld von Herzen zur Erreichung ihres wichtigen Ziels, der Setzung eines dauerhaften Zeichens für die Frauen, die zum Arbeitseinsatz im Bordell gezwungen wurden. Und hoffe, dass Sie auch in Zukunft an den Jahrestagen der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück teilnehmen werdet, um nicht nur am Fuß der Tragenden, sondern auch hier an eurem, an unser aller Gedenkzeichen ein Blumengesteck niederzulegen. Im Herbst 1989 habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es für männliche Häftlinge in den Konzentrationslagern Bordelle gegeben hat. Ich war damals zusammen mit einer Kasseler Frauengruppe auf einer Studienfahrt im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Und da hat ein ehemaliger Häftling, der uns über das Lagergelände geführt hat, die Bordelle erwähnt. Ich habe dann zusammen mit Reinhold Kassing angefangen, zu den Bordellen in den Konzentrationslagern zu recherchieren. Es gab damals keine Literatur. Über die Projektgruppe für die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg und über Beate Huck, die Mitarbeiterin der Projektgruppe war, haben wir zwei Frauen kennengelernt, die in einem Häftlingsbordell Sexzwangsarbeit leisten mussten. Die erste der beiden ist Margarete W. Sie ist im Sommer 1943 im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück für das KZ Buchenwald, für das Häftlingsbordell selektiert worden. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon seit 4 Jahren in Ravensbrück. Über die Haftgründe gibt es keine eindeutigen Hinweise. Als sie selektiert wurde für die Bordellarbeit, war sie im Strafblock gewesen wegen des Stehlens von Kartoffeln. Margarete W. hat im Interview angegeben, dass sie erst als sie in Buchenwald war, erfahren hat, für welche Art Arbeit, nämlich dass sie für das Häftlingsbordell selektiert wurde. In Buchenwald war das Häftlingsbordell pro Tag, jeden Tag 2 Stunden geöffnet. Und aus diesem Grund hat Margarete W. über ihre Arbeit im KZ-Bordell gesagt, diese 2 verfluchten Stunden. Also so hat sie diese Arbeit beschrieben, als die 2 verfluchten Stunden am Abend, die sie Tag für Tag zu absolvieren hatte. Zu den Häftlingen, die in das Bordell gehen konnten, möchte ich anmerken, dass es sich dabei um Häftlinge handelte, die
im KZ aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation, ihrer Tätigkeit oder aber auch ihrer Aufgabe in der Häftlings-Selbstverwaltung privilegiert waren. Das heißt, dass die Masse der männlichen Häftlinge keinen Zugang zu den Bordellen hatten. Margarete W. musste bis Dezember 1944 im KZ Buchenwald im Häftlingsbordell arbeiten. Somit war sie 17 Monate lang dort. Nach dem Ende des Nationalsozialismus und nach dem Ende des Krieges lebte Margarete W. zunächst in der DDR und ist dort als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt worden. Sie ist dann umgezogen in die Bundesrepublik und hat fortan diese Anerkennung nicht bekommen. Als sogenannte Asoziale hatte sie keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen, keinen Anspruch darauf, als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt zu werden. Sie hat sich dagegen viele, viele Jahre gewehrt und hat zum Schluss das auch erreicht, dass sie eine Anerkennung bekommen hat. Sie hat in all diesen Jahren verschwiegen, dass sie im KZ Buchenwald im Häftlingsbordell arbeiten musste, weil sie befürchtete, dass ihr das angelastet würde, dass ihr das zum Nachteil gereichen würde. Und diese Befürchtung hatte sie zu Recht. Wie eben schon gesagt, hat Margarete W. dann eine Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus bekommen, und zwar über den Landeshärtefonds für NS-Verfolgte des Landes Schleswig-Holstein. Diese Anerkennung, diese Geldleistung war aber gebunden an ein laufendes Einkommen, das sie über ihre Rente erzielt hat. Und nachdem sie eine Rentenerhöhung bekommen hatte, wurde ihr diese Geldleistung dann wieder aberkannt. Sie hat also bis an ihr Lebensende für ihre Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus kämpfen müssen. Und sie verstarb am 6. Oktober 1990. Ich möchte auch hier an dieser Stelle meinen Dank aussprechen für den jahrelangen Einsatz der Bielefelder Frauen für ein Gedenkzeichen für die Frauen, die in den Häftlingsbordellen Sexzwangsarbeit leisten mussten. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen 3 Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Als Projektgruppe Ravensbrück aus Bielefeld freuen wir uns, dass wir heute am 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück ein Gedenkzeichen einweihen können, das den Frauen gewidmet ist, die in den NS-Lagerbordellen Sexzwangsarbeit leisten mussten. Wir setzen dieses Gedenkzeichen in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, da dieser Ort als primärer Rekrutierungs- und Selektionsort für die Bordellkommandos diente. Mit einem von den Nationalsozialisten eingeführten Prämiensystem sollte ab 1942 ein Teil der männlichen Häftlinge zu besseren Zwangsarbeitsleistungen angespornt werden. Eine der Prämien war die Genehmigung zum Bordellbesuch. Ende der 1990er Jahre wurden einige von uns bei einem Rundgang in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auf die damals noch nicht gekennzeichneten Grundmauern der dortigen ehemaligen Modellbaracke aufmerksam. Damals wurden die Lagerbordelle in den allermeisten KZ-Gedenkstätten nicht erwähnt. Wir waren im Rahmen unserer nachfolgenden Recherchen irritiert darüber, dass so lange nach der Befreiung vom Nationalsozialismus so wenig über Sexzwangsarbeit während des NS und über die Lagerbordelle öffentlich bekannt war. Seitdem ist einiges passiert. Es gab zum Beispiel eine Wanderausstellung zum Thema und in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Ravensbrück gibt es einen eigenen Raum zum sogenannten Arbeitskommando Lagerbordell.
Es gibt einige neuere Veröffentlichungen und in vielen KZ-Gedenkstätten finden sich inzwischen Hinweistafeln auf die Lagerbordelle. Dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung, Information und Dokumentation stellt das Gedenkzeichen hier am neuen Gedenkort eine weitere Facette der Auseinandersetzung mit NS-Lagerbordellen zur Seite. Es macht die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisteten, als Opfergruppe in der Erinnerungslandschaft sichtbar und schafft einen Ort, der ihrem Gedenken gewidmet ist. Dieses Sichtbarmachen ist uns wichtig, denn diese Frauen wurden und werden zum Teil noch heute stigmatisiert. Viele von ihnen trugen den schwarzen Winkel und standen als sogenannte Asoziale in der Häftlingshierarchie weit unten. Dem Arbeitseinsatz in den Lagerbordellen wurde lange der Status der Zwangsarbeit abgesprochen. Die Arbeit wurde zum Teil verharmlost. Den Frauen wurde unterstellt, bereits vor ihrer Inhaftierung als Prostituierte gearbeitet oder einen sogenannten liederlichen Lebenswandel gehabt zu haben. Auch wird immer wieder behauptet, dass die Frauen sich freiwillig für das Arbeitskommando Lagerbordell gemeldet hätten. Diese und andere Vorurteile, die den Frauen von der Gesellschaft und auch von Mitgefangenen entgegengebracht wurden, führten dazu, dass die allermeisten der Betroffenen nicht öffentlich von ihren Erlebnissen berichteten. Und auch viele der Mitgefangenen berichteten aus unterschiedlichsten Gründen über viele Jahre entweder abwertend oder gar nicht über die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisten mussten. Aus unserer Sicht kann jedoch von Freiwilligkeit im Kontext der Konzentrationslager keine Rede sein. Die Frauen schwiegen wahrscheinlich aber auch, weil sie sexualisierte Gewalt erlitten hatten und ihnen das Sprechen darüber unmöglich erschien. Bis heute stellt das Reden über sexualisierte Gewalterfahrung einen Tabubruch dar, der häufig mit Scham besetzt ist. Sexzwangsarbeit, Zwangsprostitution, sexuelle Ausbeutung und sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel gab es vor, während und nach dem NS. Für Frauen und andere von sexualisierter Gewalt betroffene Personen sind Kriegszeiten mit spezifischen, auf das Geschlecht bezogenen Bedrohungen verbunden. Sexualisierte Gewalt wird seit jeher als Kriegsmittel zur Demoralisierung des Feindes oder zur Motivation der eigenen männlichen Bevölkerung eingesetzt. Aber auch dort, wo kein Krieg herrscht, ist sexualisierte Gewalt existent, bedrohlich und zerstörerisch. Sie findet tagtäglich statt, auch in unserer Gesellschaft. Und auch heute können von sexualisierter Gewalt Betroffene nur schwer oder gar nicht über Erlebtes sprechen. Tun sie es doch, werden ihre Aussagen oft angezweifelt und nicht selten wird ihnen eine Mitverantwortung an dem Geschehenen aufgebürdet. Wer über sexualisierte Gewalt spricht, darf über patriarchale Gesellschaftsstrukturen nicht schweigen. Es muss im Gegenteil darum gehen, die patriarchalen Macht- und Gewaltverhältnisse, in denen wir leben, zu benennen und zu bekämpfen. Es muss darum gehen, sich auf allen Ebenen und mit allen Mitteln gegen Diskriminierungsstrukturen wie Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit zu wehren. Es muss darum gehen, Positionen zu beziehen, einzugreifen und zu handeln, Betroffene zu schützen, sie zu unterstützen und die patriarchalen Macht- und Gewaltverhältnisse aufzulösen. Wir bedanken uns bei unseren antifaschistischen und feministischen WeggefährtInnen und den vielen Menschen, die uns auf dem Weg zum Gedenkzeichen solidarisch unterstützt haben. Bei denen, die mit uns diskutiert haben, die für uns übersetzt oder gelayoutet haben, die Veranstaltungen mit uns organisiert und Geld gesammelt oder gespendet haben und bei all denen, die im Laufe der Jahre Teil der Projektgruppe waren. Wir bedanken uns bei allen, die das Thema Sexzwangsarbeit schon früh sichtbar gemacht haben, dazu gearbeitet und veröffentlicht haben und bei denjenigen, die diesen Film mit uns gemacht haben. Wir bedanken uns bei Insa Eschebach für die langjährige Unterstützung unseres Vorhabens und bei den Künstlerinnen Karin Kroll und Roswitha Baumeister für den Entwurf und die Umsetzung des Gedenkzeichens. Ganz besonders danken wollen wir der Lagergemeinschaft Ravensbrück-Freundeskreis und dem Internationalen Ravensbrück-Komitee dafür, dass sie unseren Antrag auf Errichtung des Gedenkzeichens unterstützt haben. Wir haben durch die Auseinandersetzungen mit Teilen der Lagergemeinschaft viel gelernt und verstanden und sind sehr dankbar für die Bereitschaft, die teilweise schwierigen Diskussionen mit uns zu führen. Ohne diese vielfältige Unterstützung hätten wir das Gedenkzeichen nicht realisieren können.